Bam, bam, badam, bam, 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 badam, bam, bam, bam. Mami! Heute macht die Mami das. Hallo und herzlich willkommen bei Mommy Made. Ich bin die Sarah und hier auf dem Kanal geht es heute erneut um das Thema Harry Potter und dazugehörige DIYs. Heute richten wir ein ganzes Harry Potter Zimmer ein und zwar für einen Bewohner des Hauses Gryffindor. Solltet ihr noch nicht wissen, zu welchem Haus ihr gehört oder die Kinder, für die ihr vielleicht ein Zimmer einrichtet, ein Tipp an der Stelle wäre die Homepage der Wizarding World. Ich verlinke euch das hier in der Infobox, denn dort kann man sich ganz zeremoniell vom sprechenden Hut in ein entsprechendes Hogwarts-Haus einsortieren lassen, was dann natürlich möglicherweise auch die Wahl der Deko fürs Zimmer beeinflusst. Das heutige Video entsteht in Kooperation mit EMP. Herzlichen Dank dafür an dieser Stelle. Warum EMP und wer sind die überhaupt? Ich habe euch das Logo hier unten eingeblendet, denn einige von euch verbinden EMP eventuell mit so etwas wie Rockbands, Merchandising für Rockbands oder Festivals. Aber es gibt bei EMP noch sehr, sehr viel mehr zu entdecken, unter anderem Merchandising-Artikel aus der Harry Potter-Welt. Und dabei meine ich nicht nur Kleidungsstücke wie das Shirt, was ich heute hier anhabe oder in dem letzten Harry Potter-Video anhatte, was ich euch hier oben nochmal verlinke an der Stelle, sondern eben auch wunderbare Wohnaccessoires, Poster, Bilder, Bettwäsche, Dekoartikel, you name it. In der Infobox gibt es auch einen Rabattcode für euch, den ihr im EMP-Shop einlösen könnt. Mir persönlich hilft es, wenn ihr nicht nur den Rabattcode für euch anwendet und dadurch euer Einkauf günstiger wird, sondern ihr für euren Einkauf auch die Links nutzt, die ich in die Infobox packe, weil ich dann darüber von EMP oder dem jeweiligen Shop, den ich dort verlinkt habe, eine Provision für eure Einkäufe bekomme. Für euch ändert sich nichts, beziehungsweise ihr habt ja den Rabattcode von mir. Im Gegenzug, wie gesagt, freue ich mich sehr, wenn ihr die Links in der Infobox nutzt. Zudem gibt es heute hier auch dank meines heutigen Sponsors etwas zu gewinnen. Es lohnt sich also für euch, das Video heute aufmerksam zu gucken. Merkt euch die Zaubersprüche. Und mir auch am Ende des Videos einfach noch ein paar Minuten zuzuhören. So, widmen wir uns dem Harry Potter Zimmer. Ich nehme den Besen, zieht euch, wenn ihr das macht, euren Schulhoodie an oder eure Hausuniform, denn es ist ein wenig frisch draußen. Und dann heißt der Zauberspruch Actio Broom oder Actio Besen. Wow, ihr könnt natürlich auch den Zug nehmen. Für die Plattform 9 3/4 habe ich das entsprechende Blechschild, das es bei EMP gibt, auf einen in meinem Fundus noch vorrätigen Fotohintergrund geklebt. Eine schöne Backsteinwand könnt ihr euch aber auch ganz, ganz leicht selber machen, indem ihr auf Packpapier mit einem rechteckigen Schwamm Acrylfarbe auftragt oder Wasserfarbe. Ganz besonders realistisch sehen die Backsteine aus, wenn ihr dafür verschiedene Braun, Rotbraun und Ockertöne verwendet. Ah, da seid ihr ja. Der Gryffindor Tower wird, wie wir alle wissen, von dem Porträt der fetten Dame bewacht, die natürlich als erstes unser Passwort abfragt und wenn wir das Richtige nennen, dann dürfen wir natürlich eintreten. Das erste, was ich im Zimmer selbst gemacht habe, war den Lichtschalter mit den Zaubersprüchen Lumos und Nox für Licht und Dunkel zu versehen. Die Schrift gibt es lizenzfrei im Internet, die verlinke ich euch auf jeden Fall in der Infobox. Beachtet aber bei der Schrift, dass die nur für den privaten Gebrauch freigegeben ist. Um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Magie zu verleihen, habe ich das Wort Lumos zusätzlich mit nachtleuchtender Farbe angemalt. So leuchtet die Schrift dann eben auch im Dunkeln. Bam, bam, Sehen wir uns ein badam, wenig bam, um. Bam, 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 badam, bam, bam, bam. Hier drüben im Eck stehen zum Beispiel die beiden Flaschenleuchten, die ich hergestellt habe. Die eine mit einem Zitat von Professor Dumbledore und die andere mit dem wohl bekanntesten und beliebtesten Zauberspruch überhaupt, Expecto Patronum. Für die Flaschenleuchten braucht ihr eine leere Flasche, sowas wie eine Weinflasche oder eine große leere Essigflasche. Und solche Flaschenleuchten, die ihr wie einen Korken oben in den Flaschenhals stecken könnt. Wer einen Plotter hat, kann sich den Spruch seiner Wahl aus Vinylfolie ausplotten.
Alternativ eignet sich bedruckbare Aufkleberfolie sehr gut. Die, mit der ich gute Erfahrungen gemacht habe, verlinke ich euch in der Infobox. Stellt sicher, dass euch die Flasche beim Aufbringen der Folie nicht wegrollen kann. Ich habe einfach einen Musselinschal unter die Flasche gelegt und die Seiten so ausgepolstert, dass die Flasche fixiert ist. Beginnt dann mit dem Aufkleben eurer Schrift in der Mitte des Aufklebers oder des Plots und arbeitet euch von da an die Seitenränder. Zum Schluss müsst ihr nur noch die Feenlichter einfügen. In der gleichen Zimmerecke weiter oben hängt mein Mobile aus fliegenden Schlüsseln. Für die fliegenden Schlüssel braucht ihr logischerweise Schlüssel und Flügel. Ich habe eine Vorlage für Flügel, die ich im Internet gefunden habe, auf Transparentpapier ausgedruckt. Die Vorlage und auch das Material verlinke ich euch in der Infobox. Außerdem braucht ihr noch Nylonfaden, Kleber und falls ihr die Schlüssel später zu einem Mobile basteln wollt, natürlich auch einen entsprechenden Ring. Schneidet eure Flügel aus und faltet sie so, dass in der Mitte ein Steg bleibt, auf den ihr Kleber auftragen und das Ganze an den Schlüsseln befestigen könnt. Details sind wichtig. Deshalb nehmt euch, wenn ihr soweit alle Schlüssel mit Flügeln versehen habt, einen davon und brecht ihm einen Flügel. Denn in der Geschichte ist ja der Schlüssel, den Harry braucht, der mit dem kaputten Flügel. Befestigt jetzt die Nylonschnur an euren Schlüsseln und im Anschluss könnt ihr eure Schlüssel wahlweise einzeln irgendwo an der Decke festmachen oder entsprechend an eurem Ring befestigen und zum Mobile machen. Am Fußende des Bettes in unserem Zimmer hängen über dem Poster mit den Filmcharakteren und dem gerahmten Bild mit den Häuserwappen ein paar schwebende Kerzen, wie wir sie aus Hogwarts kennen. Und wenn ich meinen Zauberstab nehme und sage Lumos, dann gehen die an. Und mit Nox auch wieder aus. Für dieses magische DIY braucht ihr Rollen von Küchenpapier in unterschiedlichen Längen und diese LED-Teelichter, die ich euch in der Infobox verlinke und deren Geheimnis ist, dass sie eine Fernbedienung besitzen. Außerdem braucht ihr noch Heißkleber und den Nylonfaden, den wir vorhin schon hatten. Gebt am oberen Rand eurer Rolle etwas Heißkleber in die Rolle hinein und platziert eines der LED-Teelichter. Im Anschluss könnt ihr außen oben am Rand entlang teils auf eurem Teelicht, teils auf der Rolle Heißkleber auftragen und den in verschiedenen Längen und Mengen an der Seite herunterlaufen lassen. Das wird später unser Wachs. Wenn das Ganze gut durchgetrocknet ist, müsst ihr eure Kerzen nur noch mit Acrylfarbe bemalen und mit dem Nylonfaden von der Decke hängen. Weiter geht's in unserem Zimmer mit dem Bücherregal. Im oberen Regal finden sich die Bücher und die Jubiläums-Hörspielbox unserer liebsten Geschichten und auch einige der beliebten Funko Pops Sammelfiguren. Und im Regal darunter stehen allerlei magische Zutaten und Zaubertränke. Für diese habe ich allerlei Flaschen, Fläschchen und Tropfer gesammelt und teilweise zugekauft und dann mit entsprechenden Etiketten versehen, die ich im Internet mir zusammengesucht habe. Die Sammlung an Vorlagen findet ihr auf meinem Pinterest-Board, das ich euch wie alles andere auch in der Infobox verlinke. Befüllt habe ich die Gefäße dann mit unterschiedlich gefärbten Pulvern und Flüssigkeiten, gefärbt in aller Regel mit Lebensmittelfarbe. Und das gilt auch für diesen Zaubertrank hier, der es uns allen am meisten angetan hat, nämlich Felix Felicis, auch flüssiges Glück genannt. Auch hierfür habe ich Lebensmittelfarbe verwendet, die gibt es in Pulverform und ist in der Infobox verlinkt und ich finde den Effekt wirklich, wirklich magisch. Und dann steht hier drüben in unserem Zimmer noch der Schreibtisch mit diversen Hogwarts-Schulsachen darauf. Da seht ihr zum Beispiel die Wahrsagekugel für den Unterricht bei Professor Trelawney, die ich euch schon gezeigt habe. Hier stehen diverse Hogwarts-Schulbücher und liegen Notizbücher herum. Und hier drüben in der Ecke brodelt noch ein Zaubertrank vor sich hin. Was es mit dem auf sich hat, wie man dieses Experiment durchführt, all das lernt ihr natürlich in Hogwarts bei Professor Snape, aber auch hier demnächst auf dem Mommy Made YouTube-Kanal. So,
Da sind wir wieder. Ich hoffe, dieses Video hilft euch dabei weiter, euer Harry Potter Zimmer einzurichten. Und das eine oder andere DIY oder vorgestellte Produkt eignet sich sicherlich auch ganz, ganz toll für zum Beispiel eine Harry Potter Geburtstagsfeier. Das Thema Harry Potter und Wizarding World auf dem Mommy Made YouTube-Kanal ist mit diesem Video nicht abgeschlossen. Ihr habt ja heute im Video auch das eine oder andere gesehen, was ich hier auf dem Kanal in Zukunft noch in Form separater Tutorials euch zeigen werde. Darunter zum Beispiel die brodelnden Potions des Professors Snape und ich werde auch noch eine Patronuslampe mit euch basteln. Wenn ihr das nicht verpassen möchtet, dann abonniert am besten den Mommy Made Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen, damit YouTube euch informieren kann, wenn ich neue Videos hochlade. Dann seht ihr, wenn es um Harry Potter geht, denn das wird jetzt nicht direkt nächste Woche passieren, sondern hier geht es natürlich auch weiter mit Näh- und DIY-Tutorials aus anderen Welten. Ich hatte es vorhin angekündigt, es gibt hier heute dank meines Kooperationspartner EMP auch etwas zu gewinnen. Namentlich Einkaufsgutscheine für EMP, die ihr natürlich nicht nur auf Harry Potter Produkte, sondern auch auf das restliche Sortiment von EMP anwenden könnt. Sternchentext in der Infobox. Gleiches gilt auch für den Rabattcode, den ihr in der Infobox findet. Auch den könnt ihr nicht nur auf Harry Potter Produkte bei EMP anwenden, sondern auf das komplette Sortiment von EMP, Sternchentext, ausgenommene Produkte in der Infobox. Auch hier nochmal der dezente Hinweis, dass ich mich freue, wenn ihr für den Einkauf dort die Links in der Infobox nutzt, damit auch ich etwas davon habe, dass ich euch diese Sachen empfehle. Denn dann bekomme ich eine kleine Provision. Herzlichen Dank, wenn ihr diese Links nutzt. Und dann wollt ihr jetzt natürlich wissen, wie ihr an einen dieser Gutscheine kommt. Ich verlose hier heute einen 50-Euro-Gutschein, einen 30-Euro-Gutschein und einen 20-Euro-Gutschein randommäßig aus allen Teilnehmern, die die richtige Antwort in die Kommentarsektion packen. Und weil ich leider in der Vergangenheit negative Erfahrungen gemacht habe mit Gewinnspielen hier und es mir so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, dass manchmal Leute teilnehmen, an deren Antworten in der Kommentarsektion ich dann schon erkennen kann, dass sie das Video aber leider gar nicht geguckt haben. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass ich das ab jetzt anders mache und ihr müsst ab jetzt eine Frage beantworten, die ihr nur beantworten könnt, wenn ihr das Video geguckt habt. Und die Frage für die Teilnahme am heutigen Gewinnspiel lautet: Welche Zaubersprüche habe ich hier heute in diesem Video entweder selber angewandt oder im Zimmer platziert? Schreibt mir die auf jeden Fall alle in euren Kommentar unter diesem Video und alle diejenigen, die dort alle Zaubersprüche aufgeführt haben in ihrem Kommentar, die ich heute in diesem Video hier entweder selber ausgesprochen oder platziert habe, kommen auch in den Lostopf für die heutigen Gewinne. Wenn ihr mir diese Frage beantworten könnt, dann schreibt die richtige Antwort in die Kommentare unter diesem Video. Ich freue mich des Weiteren sehr, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst, das Video mit euren Freunden oder eurer Internet-Bubble teilt, damit möglichst viele Leute das Video sehen und vielleicht auch am Gewinnspiel teilnehmen können oder vom Rabattcode bei EMP profitieren können. Des Weiteren freue ich mich natürlich, wenn ihr hier wieder reinschaltet und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.